Was ist überhaupt die Proteinbiosynthese? Dafür schauen wir uns erstmal eine Zelle an. Hier sieht man einen Zellkern einer Zelle. Wie ihr schon weiß, ist dort das DNA gespeichert. Jetzt muss aber das genetische Material erst an die Ribosome außerhalb des Zellkerns kommen, damit ein Protein gebildet werden kann. Aber dafür muss man die Daten so verarbeiten und transportieren, dass die Ribosome diese auch später lesen können. Dies wird im Video erklärt. Hier haben wir das DNA in einer Zelle. Dieses DNA wird in zwei Teile aufgeteilt. Hier und hier. Um jetzt die Daten zu kopieren, kommt die RNA-Polymerase ins Spiel. Die Polymerase bindet sich jetzt an das DNA und bildet das mRNA, indem es rumschwimmende Basen an das DNA packt. Deswegen heißt auch das Verfahren Transkription. Dieses mRNA wird jetzt weitergegeben. So sieht jetzt das mRNA aus. Im Unterschied zum DNA sieht man direkt, dass es kein Doppelhelix hat. Dieses mRNA kann jetzt aus dem Zellkern sicher transportiert werden. Aber wie kommen wir jetzt aus dem mRNA zu einem Protein? Dafür gibt es noch ein anderes Verfahren. Hier sieht man das mRNA, das aus dem Zellkern rausgegangen ist. Am mRNA sieht man, dass da jetzt ein Ribosom dranhängt, was es jetzt verarbeiten wird. Hier sieht man das Verfahren im Ribosom. Dort wird das mRNA vom tRNA abgelesen. Es werden dann jeweils direkt 3 Basenpaare abgelesen. Dadurch wird eine Aminosäurenkette gebildet. Nachdem das ganze mRNA gelesen wurde, bildet sich die Aminosäurekette zu einer komplexen, dreidimensionalen Form und wird somit ein Protein. Dieses Verfahren heißt Translation, da es die genetische Information in eine andere Form übersetzt. Dieses mRNA kann dann wieder abgebaut werden und schwimmt dann wieder im Zellkern herum, um dann später wieder bei der Transkription wiederverwendet zu werden.